Dubai oder Sharjah, wo lebt es sich besser und wo solltet ihr mit eurer Familie hinziehen? Dubai. Willkommen wieder auf diesem Kanal zu einem weiteren informativen Video. Wir sind Startup-Hilfe Dubai. Ich bin Karim, ich habe einheimische Familie, unter anderem auch in Sharjah. Und das ist... Ich bin Sophie, ich habe keine einheimische Familie, aber lebe seit 13 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und bin sogar in Sharjah aufgewachsen. Deswegen wird das Ganze jetzt interessant, denn ich vertrete wahrscheinlich so ein bisschen Dubai, ja, sie so mehr Sharjah. Aber bevor wir loslegen, wollen wir einmal den Hinweis machen, dass wir am 6.4. ein kostenloses Webinar haben zum Thema Dubai mit Kindern, nicht wahr? Genau, ja. Also der ganze Zyklus, Geburt, Schule, Kindergarten, Uni. Ja. Mega interessant. Den Link dazu findet ihr hier in der Videobeschreibung. So, lasst uns loslegen. Wir haben vor einigen Wochen, oder vielleicht nicht mal Wochen, vor einer Woche ungefähr, mal eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Profil. Wenn ihr da noch nicht folgt, auch in der Videobeschreibung, wo es darum ging, könntet ihr euch vorstellen, in Sharjah zu leben? Und lustigerweise, überraschenderweise, konnten das wirklich einige. Und deswegen gehen wir jetzt mal darauf ein und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Lebenshaltungskosten und den Mieten. Das ist nämlich wirklich ein sehr ausschlaggebender Punkt in der Auswanderung und in der Wohnungssuche natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Sharjah. Sharjah ist ein Nebenemirat, also für alle, die nicht wissen, was Sharjah ist. Es gibt ja 7 Emirate in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dubai und Sharjah sind beides Emirate und Sharjah ist das Emirat genau neben Dubai. Das Gute an Sharjah ist, dass die Lebenshaltungskosten und die Mietkosten im Vergleich zu Dubai wesentlich geringer sind. Das heißt, man bekommt wirklich für das Geld, was man in Dubai bezahlen würde, in Sharjah ganz andere Formen und ganz andere Größen an Häusern. Ich rede nicht mal von Wohnungen, sondern wirklich Häusern. Das zahlt sich natürlich aus. Was die Lebenshaltungskosten angeht, ist Sharjah in dem Sinne ganz cool und ganz praktisch, weil es in Sharjah, dadurch, dass Sharjah noch etwas kultureller, traditioneller ist, sehr viel mehr Märkte gibt, wie man sie kennt zum Beispiel. Ja? Das heißt, auch wenn es um Einkäufe geht, um Lebensmittel, um Kleidung, findet man in Sharjah wirklich alles wesentlich günstiger. Ja, wer uns auf Instagram folgt, der sieht auch manchmal unsere Stories in Sharjah. Ich meine, ich bin da auch relativ oft durch meine Frau. Und wie du schon gesagt hast, da ist alles günstiger. Dubai ist halt natürlich teurer von den Mietpreisen her, steigt auch. Man hat auch hier einfach andere Regularien als beispielsweise in Sharjah. Es gibt diesen Mietindex und so weiter. Insofern, aber auch in Dubai kommt es natürlich darauf an, wo ihr lebt. Ja? Aber vielleicht auch nochmal wichtig, wenn du jetzt beispielsweise in Dammam-Hills 2 lebst, ne, dann hast du ja von der Distanz ins Zentrum fast genauso, als würdest du in Sharjah leben. Ja? Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir eigentlich gleich mal weiter und zwar in die Wohngegenden an sich. Karim hat es gerade schon erläutert. Ich weiß, du wolltest Dubai machen. Ich will jetzt nur mal ganz kurz einen Vergleich ziehen. Sagen wir mal Dammam-Hills 2, was ja sehr weit draußen ist, wo ja auch mehrere von euch Interesse haben, eventuell hinzuziehen. Wie gesagt, sehr weit draußen, sehr weite Entfernung nach Dubai City Center sozusagen in die Innenstadt und natürlich auch eine sehr weite Entfernung nach Sharjah. Dafür sind aber die Mietpreise noch relativ günstig. Ich finde, und das ist vielleicht jetzt ein Hot-Take, aber ich finde wirklich, dass mittlerweile sind die Mietpreise in Dubai wirklich unverschämt hoch teilweise. Ja. Also wirklich unverschämt hoch. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, dass für den Preis, den ich jetzt zur Miete in Dammam-Hills 2 zahle, mit einem Haus, was, ich weiß nicht, wie viel es in Quadratmetern ist, aber in Square Feet, in Quadratfüßen, sagt man? Quadratmetern. Nee, das ist aber nicht Metern, das sind Feet, das ist die amerikanische. Ja. Also, das Haus, in dem ich lebe, hat 1200 Square Feet, okay? Und für den gleichen Preis, wenn nicht vielleicht, sagen wir mal, 5.000 bis 9.000 Dirham mehr im Jahr, was wirklich auf den Monat gerechnet nicht ist, würde man in Sharjah ein Haus für ungefähr 6.000 Square Feet bekommen. Ja, Quadratfuß. Ja, Quadratfußfüßen, was auch immer. Und mehr Zimmer etc., also wesentlich größer. Nur um euch das vorzustellen, viele von diesen Häusern sind auch sehr strandnah. Das ist übrigens auch nochmal ein Pluspunkt an Sharjah. Klar, wir haben in Dubai auch die Strandnähe, aber nicht zu diesen Preisen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, strandnah zu leben, dann ist Sharjah wirklich für euch perfekt, weil ihr, wie gesagt, noch
einigermaßen gute Mietpreise habt für wesentlich größere Häuser und Grundstücke. In Sharjah gibt es, wie auch in Dubai, Neubaugebiete. Die sind auch noch sehr neu, denn das ist tatsächlich jetzt erst in den letzten Jahren so passiert, dass man Wohngebiete wie zum Beispiel Damak Hills 2 oder Arabian Ranches, diese gated Communities hat in Sharjah. Neubaugebiete sind zum Beispiel Al-Jada. Al-Jada ist sehr, sehr schön. Ja. Lustigerweise, als Corona angefangen hat, haben die gerade angefangen zu bauen. Und da hatten die das erste und einzige Outdoor-Cinema in Sharjah kostenlos, wo du mit deinem Auto hinfahren konntest, dir an solchen Foodtrucks Essen holen konntest und dann Filme im Auto schauen konntest. Also das war ganz cool. Das ist aber jetzt mittlerweile eine riesige Developed Area geworden. Und ich war letztens da und ich habe das wirklich seit Corona nicht mehr gesehen. Und ich war voll... Das ist richtig cool, ne? Das ist wie eine eigene Stadt. Ja. Also ich würde wirklich sagen, das ist noch krasser als Damak Hills 2 oder Arabian Ranch oder diese anderen. Das ist wirklich, du hast eine Fußgängerzone. Ja. Sehr, sehr Emirati-lastig, muss man dazu sagen. Local-lastig. Sehr local-lastig, als ich da war. Also es war wirklich im Prinzip nur weiß und So schwarz. Ja, ist auch schön, aber ne, nur um euch darauf vorzubereiten. Sehr, sehr local-lastig, aber auch super schön. Ihr habt dort Townhäuser, also Reihenhäuser, aber auch alleinstehende Villen für wesentlich günstiger, als ihr das in Dubai haben würdet. Eine andere Gegend ist zum Beispiel auch Tilal City. Tilal City ist etwas weiter draußen, so ungefähr beim Sharjah Flughafen, wenn das irgendjemandem was sagt. Also ein bisschen weiter draußen. Hier gilt genau das Gleiche, ist aber nicht so krass developed wie Al-Jada, würde ich sagen. Schon noch ein bisschen weniger, aber... Und das wäre jetzt höherpreisig? Ist es jetzt eher eine teure Gegend in Sharjah? Oder? Genau, da wollte ich jetzt dazu kommen. Diese Neubaugebiete sind auf jeden Fall etwas teurer, als wenn ihr jetzt zum Beispiel in eine Gegend in Sharjah ziehen würdet, zum Beispiel Al-Fisht oder Al-Falaj oder Al-Mansura. Hau mal ein Beispiel raus, wie teuer. Also sagen wir, ich sag jetzt in Dirham, ja. Zum Beispiel in Al-Fisht, das sind keine Communities, sondern das sind wirklich einfach Gegenden mit alleinstehenden Häusern an Straßen, ganz normal. Da würde man jetzt zum Beispiel für ein 4-Bedroom, also 4 Schlafzimmer, 6 Bäder, fast 4.000 bis 6.000 Quadratfuß, würde man jetzt ungefähr 90.000 Dirham im Jahr bezahlen. Was krass ist, ne? Mit Meeresausblick, muss man das dazu sind sagen. keine 25.000, 20.000, 23.000 Euro. Ist auch ist auch nicht viel mehr, als wir zahlen oder als ich zahle in Damak Hills 2. Und wie gesagt, ne, also ihr müsst euch die Größe vor Augen halten und dann, wenn man das jetzt vergleicht mit den Gated Communities wie Al-Jada oder Al-Tilal, da würde man für das gleiche Geld, sagen wir jetzt mal 90.000 Dirham, im Vergleich ein Reihenhaus bekommen mit ungefähr 2.200 Square. Also klein. Kleiner, Okay. wesentlich kleiner, Okay. aber trotzdem größer als Damak Hills 2. Wahnsinn. Also ihr müsst euch das einfach wirklich in Auge halten. Ich würde euch wirklich empfehlen, können wir am Ende auch nochmal sagen, aber die Apps bei Yoot, Property Finder, Dubizzle, da auf jeden Fall mal gucken. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was zu Dubai. Ja, ich meine, wir haben ja schon viel immer über Dubai geredet. Du hast es schon richtig gesagt, die Preise, die gehen hier wirklich durch die Decke. Wir sind auch gerade auf der Suche gewesen für 2-Bedroom, also 3 Zimmer. Und das ist, wenn du es zum vorherigen Jahr vergleichst, wenn ich jetzt mal Creek Harbor nehme, ungefähr 30.000 Dirham teurer. Also das ist so 20, 30. Das ist schon brutal. Das ist orbitant, wirklich. Das ist schon brutal. Wobei es kommt natürlich auch mal darauf an, Richtung Sommer gehen die Preise meistens immer so ein bisschen runter. Aber ich habe halt mir auch die letzten Tage verschiedene Gegenden angeschaut. Zum Beispiel Meydan ist gerade sehr am Kommen. Schön. Kennst du Polo-Residenz? Mohammed Rashid bin Maktoum City. Kenne ich, ja, aber war ich, glaube ich, nicht. Bin ich letztens aus Versehen durchgefahren. Also mittlerweile gibt es wirklich so viele Bezirke, die man noch gar nicht so richtig kennt. Al-Badia zum Beispiel, das ist auch schön. Aber wie gesagt, schön bedeutet in Dubai auch sehr teuer. Ja, und da gibt's, und ich habe so das Gefühl, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du hast nicht mehr diese krassen Unterschiede. Du warst früher irgendwie in Damak Hills 2 beispielsweise und Downtown war so ein Unterschied. Ja? Absolut. Jetzt, klar, du hast immer noch einen riesen Unterschied, aber günstig ist immer nicht mehr, oder ist nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, also Damak Hills 2 ist nicht mehr günstig. Also für die Leute, die denken, oh, Damak Hills 2 ist super günstig. Klar, es kommt immer drauf an, wie viel du verdienst und so weiter, aber ich würde jetzt mal im Allgemeinen sagen, es ist nicht mehr günstig. Es ist günstiger als Creek oder Downtown, ja, Marina, aber wie gesagt, nicht mehr so krass wie früher.
Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, zum Beispiel mit JVC damals, ne? JVC ist so ein typischer Bezirk, wo vom Gefühl her sehr viele Deutsche als erstes landen. Ja, finde ich verhältnismäßig sehr kostenintensiv für das, was du da geboten bekommst. Ja? Und das ist das, was ich meine. Du zahlst da relativ viel Geld. Geht so ab 85.000, 95.000 los eigentlich für eine One-Bedroom in JVC, wenn du was Mittelständiges willst von der Quali. Aber wenn du dir mal die gesamte Community anschaust, ist das halt nicht zu vergleichen wie zum Beispiel mit Creek Harbor oder so. Ja, insofern muss ich sagen, da würde auf jeden Fall Dubai den Kampf gegenüber Sharjah verlieren. Ja. Also um nochmal ganz kurz zusammenzufassen und was ich auch noch sagen wollte, wir gehen jetzt natürlich von Familien aus, die eventuell mit Kindern herkommen, aber wie gesagt, wenn ihr als Singles herkommt, dann ist genau das Gleiche auch Fakt, aber eben bei Wohnungen, ja. Wenn ihr da euch in Sharjah umgucken wollt, kann ich euch Majaz empfehlen, da bin ich aufgewachsen. Al-Majaz ist wunderschön, liegt direkt an es gibt ja 3 Lagunen in Sharjah und Al-Majaz liegt direkt an einer dieser Lagunen. Ja. Super, super schön, aber ich will auch jetzt die Preise nicht mehr wissen. Also, lustigerweise war ich letztes Wochenende in Sharjah bei der Family und ich habe so die Onkels gefragt von meiner Frau, würdet ihr denn jeweils irgendwann mal nach Dubai ziehen, ne? Und da meinte sie, nein. Nee, niemals. Aber gut, die sind halt von da. Ein anderes sehr wichtiges Thema, und da kann Sophie bestimmt ein Lied von singen, ist das Thema Schule und Bildung. Auch eine sehr beliebte Frage, die wir häufig bekommen, gerade bei potenziellen Auswanderern. Wir haben auch schon ganz viele Lieder darüber gesungen. Wer da mal in die Tiefe reintauchen möchte, ruhig mal auf unserem Kanal stöbern. Da haben wir schon sehr viel drüber gemacht. Aber um es kurz zu fassen, für alle deutschen Familien, die gerne ihre Kinder auf deutschen Schulen haben möchten. Es gibt in Sharjah eine deutsche Schule, es gibt in Dubai eine deutsche Schule und es gibt in Abu Dhabi eine deutsche Schule. Schulgebühren sind natürlich komplett unterschiedlich, aber man kann schon sagen, im Allgemeinen sind die Schulgebühren in Sharjah günstiger als in Dubai. Nicht nur in den deutschen Schulen, auch allgemein. Man muss aber dazu sagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Kinder nicht auf die deutsche Schule geben wollt, sondern ihr irgendwas mehr Internationales haben möchtet, da wäre Dubai auf jeden Fall schon der bessere Anlaufpunkt, weil Dubai einfach mehr internationale Schulen mit verschiedenen Curriculums hat. Sharjah hat es auch, aber nicht diese großen Schulen wie jetzt keine Ahnung, GEMS oder Shoifat oder so. Ne? Also aber eine Frage, die Sharjah University ist ja voll famous. Nicht Sharjah University, das ist eine andere, sondern die American University of Sharjah. Yes. Hier irgendwie die ganzen, also eigentlich alle Cousinen, alle Cousins und so von mir, die haben da alle... Da gehen wir auch noch drauf ein später, aber ja, die ist auf jeden Fall famous. Aber genau, also zurück zur Schule, das ist auf jeden Fall für euch wichtig zu wissen. International würde ich mich in Dubai umgucken, deutsche Schule. Ich meine, ich war auf der deutschen Schule in Sharjah. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine wunderschöne Schule. Super. Aber erzähl doch mal, wie ist denn wie ist denn der Alltag in so einer Schule, beziehungsweise die Kinder, die da sind? Würdest du sagen, die sind schon anders als in Dubai? Ja. Ne? Es gab auch schon immer so kleine, also wenn man in der Dubai-Schule war, hat man irgendwie die Sharjah-Schüler so ein bisschen von oben herab angeguckt und wir als Sharjah-Schüler haben immer so die Dubai-Schüler so die verwöhnten Gören und so angeguckt, aber ja, es ist schon anders, weil die Schule auch ganz anders aufgebaut ist. Also man muss sich vorstellen, die Dubai-Schule, die deutsche, ist super groß, sehr also super advanced, sehr modern. Die Sharjah-Schule ist wie so ein großer Garten. Also du hast halt wirklich so kleine Bungalows, was die Klassen sind oder was die Schulhäuser sind, der Kindergarten. Es ist im Palmenwald. Wir haben teilweise den Unterricht immer draußen gehabt. Du hast einen Swimmingpool da hinten, was auch umrannt ist von Palmen und Grün. Und wir haben Schulkatzen gehabt, die Kinder gefüttert haben. Also das ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen, Dorfleben. Ja, aber war schon so ein bisschen hubbeliger. Man muss dazu natürlich sagen, dass der Herrscher von Sharjah, Sultan al-Qasimi, sehr Kultur- und beziehungsweise Doktor Sultan. Spricht Deutsch, wusstest du? Ja, sehr kulturaffin ist und das ist so einer der Main-Sachen in Sharjah. Und ich glaube, das ist auch für euch, wenn ihr auswandern wollt mit Kindern, echt wichtig ist, zu schauen, okay, wie wollt ihr euer Kind dann am Ende erziehen. Ne? Genau. Verkehr und Pendeln ist so mein Lieblingsthema. Ich sage euch eins, wenn das nicht der Fall wäre, dieses Thema, würde ich wahrscheinlich sogar in Sharjah leben. Lustigerweise ist das auch das größte Aber, was das allergrößte Aber. Wahrscheinlich, also wenn es nach meiner Frau geht, Sharjah, ich würde eher nach Abu Dhabi gehen in Zukunft, aber das ist ein anderes Thema.
Der Verkehr in Sharjah ist leider so ein Ding. Ne? Und mittlerweile ist es so gefühlt, egal wie viel Uhr du wohin fährst, es ist voll. Das Schlimmste, oder was heißt Schlimmste, das, was ihr wirklich am meisten beachten müsst, ist, wenn ihr in Sharjah wohnt, aber in Dubai arbeitet, der Verkehr morgens und abends zum Zurückkommen ist wirklich, und ich übertreibe nicht, ich habe selber eine Zeit lang in Sharjah gewohnt und habe in Dubai gearbeitet. Ich bin abends um 6 bin ich aus dem Büro losgefahren. Bin teilweise erst um 8 zu Hause gewesen in Sharjah. Das ist wirklich etwas, und besonders, wenn eure Kinder den Schulbus in Anspruch nehmen. Ja. Als ich in die Uni gegangen bin, habe ich in Sharjah gelebt und in der Uni in Dubai studiert. Ich bin morgens, wenn ich eine Vorlesung um 9 hatte, bin ich mit dem Bus um 5 Uhr morgens gefahren. Ja, also das sind wirklich Sachen, so das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Es ist natürlich anders, wenn ihr zum Beispiel von zu Hause arbeitet. Und jetzt muss ich noch mal was sagen, weil der Onkel meiner Frau, der fährt wirklich fast jeden Tag von Sharjah nach Dubai. Ich habe gesagt, sag mal, wie machst du das denn? Er hat mir verraten, es gibt so einen kleinen Timeslot. Und zwar irgendwie so um 10:30 Uhr, so bis 11:30 Uhr. Ja, das ist leer. Und dann, wenn du wieder zurück willst, musst du eigentlich so um 15:30 Uhr schon wieder zurück, sonst bist du wieder im Verkehr. Oder viel, viel später. Das habe ich damals gemacht. Oder dann viel später. Bin dann teilweise nach der Arbeit irgendwie ins Fitnessstudio gegangen und habe halt mega lange gewartet, bis ich den Verkehr halt abgebaut habe. Aber schau mal, wir waren jetzt am Sonntag in Sharjah, sind um 23 Uhr wieder zurück nach Dubai gefahren und da war Stau. So, also von daher, aber jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für Sharjah. Das ist in Dubai, wenn du es falsch machst, ne, kann dir das auch passieren. Jetzt vielleicht nicht so 2 Stunden, aber wenn du zum Feierabendverkehr irgendwie von Dubai Marina nach Downtown willst oder Creek Harbor oder so einem Flughafen, dann fährst du auch gerne eine Stunde. Ja. Also ich würde sagen, allgemein kann man sagen, dass der Verkehr in Dubai in den letzten Jahren sowieso krasser geworden ist. Aber wie gesagt, wirklich diese Feierabend- oder Morgenstrecken, besonders die, wie heißt es, MCC Road hier, 311, Dubai Murder City Center. Ja. Ist schwierig. Also behaltet das im Hinterkopf. Yes. Dann zum Thema Public Transport vielleicht nochmal. Das ist, finde ich, so lustig, weil ich das so oft höre von Leuten, die Dubai nicht so kennen. Das ist ja auch okay, aber es ist ja für mich so lustig. Warum nimmst du denn nicht einfach das Fahrrad? Ja, das ist ja... Nee, das hat das wirklich mal zu mir gesagt, ja, nimm doch das Fahrrad. Also erstmal, das ist auf jeden Fall schon mal ganz weit weg, aber Public Transport. Es gibt hier in Dubai, vielleicht nochmal ein Pro-Punkt für Dubai, die Metro. Aber auch die ist nicht so, wie man das gibt es ja auch. Busse, ihr wisst, was wir meinen? Gibt es auch, aber die ist halt, man kann sich das nicht so vorstellen wie in Deutschland. Also du hast nicht an jeder Straße irgendwie auf einmal eine Haltestelle oder eine S-Bahn, die dann in die U-Bahn überläuft und dann steigst du hier nochmal um. Es gibt 2 Lanes, eine blaue, eine rote, und die fährt so quasi quer durch Dubai, aber fährt aber auch nicht alles ab. Das ändern die jetzt, also die machen jetzt riesen Bambule. Die Blue Line kommt, Etihad Rail. Genau, also das ist auf jeden Fall der Fall, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn ihr nach Dubai zieht, dass ihr sagt, da hole ich mir kein Auto. Hab ich letztens, ne? Also ich hatte letztens genau dieses Thema, da waren Leute, die wollten auswählen und haben gesagt, ja, wir können ja mit Bus und so. Das kannst du vergessen. Die wollten nach Damakis 2 ziehen übrigens. Es gibt ja einen Bus, aber ja. Und weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Vielleicht kannst du mir das beantworten. In Deutschland gibt es ja diese Buslanes, ne? Also damit die immer pünktlich kommen. Das haben wir ja hier. Haben die nicht. Wie kann man sich an Bushaltezeiten halten? Oder hofft man einfach, dass der ankommt? Gar nicht. Deutschland hat einfach noch so den Luxus, wobei das wird da ja auch nicht besser gerade. Aber so der Bus kommt 5 Minuten zu spät und wir regen uns auf, das ist ja in anderen Ländern völlig normal. Das kannst du hier gar nicht. Weil ja, auch hab ich immer gefragt. Selbst geh mal nach Italien, nach Spanien, das ist auch so. Ach so, ja, okay. Das kannst du vergessen. Lifestyle und Freizeit. Mein Lieblingsthema. Ja, ich fange mal mit Dubai an. Ich meine natürlich, Dubai lebt davon, ne? Alle kennen Dubai genau. Deswegen Cafés, Restaurants, Bars, hast du nicht gesehen, Freizeitmöglichkeiten. Ich glaube, da kann man Dubai einfach nicht das Wasser reichen. Ja, natürlich in Sharjah gibt es auch tolle Sachen, da kannst du gleich auch mehr erzählen, aber halt anders. Aber wer das braucht in seinem Daily-Alltag, da ist selbst Abu Dhabi langweilig abends, ja. Und deswegen, wer wirklich das braucht, sollte dann nicht nach Sharjah ziehen. Wer irgendwie um 5 Uhr morgens mit einer Gruppe joggen gehen will oder, keine Ahnung, irgendwelche krassen Pedal-Sachen machen möchte. Ja, kann auf jeden Fall, das stimmt. Zu Sharjah muss man aber sagen, das heißt nicht, dass Sharjah langweilig ist. Es ist einfach nur, man kann die Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Ne? Sharjah ist einfach, und das haben wir schon so oft gesagt, das kulturelle Herz
So ein bisschen, ja, so von den VAE, ne? Wo wir noch so viel Geschichte auch haben, von Perlentauchern bis hin zu den alten Gegenden, wo die Perlentaucher gewohnt haben, wo man reingehen kann, alte Schulen, die man besuchen kann. Das sind alles so Sachen, Museen. Scharei, Ja, also du hast in Sharjah ein Kulturangebot, was wirklich kaum zu übertreffen ist. Und genau das spiegelt sich aber auch in dem, sagen wir mal, nicht kulturellen Angebot in Sharjah wieder. Sharjah ist einfach wesentlich ruhiger, sehr viel besonnener, habe ich das Gefühl, das auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Sharjah ist einfach halt mehr Substanz. Du hast super viele kulturelle Angebote. Super große Empfehlung von mir im Februar, Light Festival in Sharjah. Da kommen Da kommen Lichtkünstler aus aller Welt nach Sharjah und beleuchten mit ihren Kunstwerken, mit Licht alle tollen Regierungsgebäude, alle Moscheen etc. Also ich würde wirklich sagen, wer mit Familie kommt und vielleicht sogar seine Kinder auf die deutsche Schule in Sharjah gibt. Wir sind jetzt mal beim Fazit. Ja? Ich persönlich bin natürlich zwiegespalten, weil die eine Familie von mir ist in Sharjah, die andere ist in Abu Dhabi. Ich lebe aber in Dubai, das heißt, ich bin so dazwischen und ich muss sagen, mir gefällt sehr vieles in Sharjah, vor allen Dingen auch die Märkte und so. Aber am Ende hängt es davon ab, jetzt mal unabhängig von dem Finanziellen, klar, das Finanzielle ist auch wichtig, aber es bringt auch nichts, wenn du dann auswanderst und am Ende bist du unglücklich. Also, ich würde sagen vom Fazit her, ja, wenn dein Job und deine Arbeit, egal ob du selbstständig bist oder Angestellter, in Dubai ist, dann würde ich nicht nach Sharjah ziehen. Ja, für mich ist es zum Beispiel so, als Selbstständiger, die meisten meiner Termine und so finden in Dubai statt. Ich hätte einfach keine Lust, irgendwie jeden Tag da hin und her zu pendeln. Wenn du es internationaler haben willst, wenn du einfach so diesen Lifestyle brauchst, ja, dann ist Dubai auf jeden Fall die richtige Adresse, auch wenn es hier ruhige Ecken gibt, muss ich auch noch dazu sagen. Aber natürlich auch wirklich kostenintensiver. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und Fazit zu Sharjah, wenn ihr jemand seid, ihr seid eine ruhige Familie, euer Kind ist vielleicht noch etwas jünger, ihr möchtet gerne in einem Kreis wohnen, wo Kultur sehr stark gezeigt wird. Keine Shisha, kein Alkohol. Wo es keine Shisha und kein Alkohol gibt, weil das gibt es in Sharjah nicht. Das gut. Ich wollte gerade sagen, das ist übrigens eine Sache, die meine Mama letztens zu mir gesagt hat, dass sie eigentlich super froh war, dass ich in Sharjah diese Jahre gelebt habe, weil ich halt, selbst wenn ich gewollt hätte, ich gar nicht so den Zugang zu Alkohol und so gehabt hätte. Klar, man hat es immer irgendwie, kriegt man es immer, aber es ist nicht so dieses was mal trinken gehen, wie es jetzt in Dubai zum Beispiel der Fall wäre. Ne? Also das sind auf jeden Fall Sachen. Deswegen würde ich euch wirklich raten, schaut euch einfach wirklich beides an. Und wenn ihr auswandern wollt, wir sagen das immer als Tipp, kommt nicht blind her. Also versucht wirklich mal, wenn ihr es hinkriegt, einen Monat zu buchen und herzukommen und mal in verschiedenen Gegenden, in Airbnbs oder auch in Hotels, wie auch immer, zu wohnen. Exactly. Ja, das ist nämlich wirklich das Beste, was ihr machen könnt, ohne Stress. Und dann würde ich euch wirklich auch raten, wenn ihr zum Beispiel wirklich überlegt, weil in unserer Umfrage waren wirklich viele dabei, die gesagt haben, sie können sich es vorstellen, dann fahrt wirklich mal nach Dubai in diesen Stunden, wo es krass ist. Also wirklich, weil am Ende des Tages, ich sag's immer wieder, auch mit Damak Hills 2, wir hatten letztens wieder so einen Kommentar unter meinem Vlog, wo gesagt wurde, boah, ich könnte mir nicht vorstellen, 2 Stunden am Tag im Auto zu sitzen. Ja. Ich kann mir das vorstellen, weil das, die Ruhe, die ich dafür genieße, ist für mich mehr wert, als weniger am Auto zu sitzen. Das kommt aber von Person zu Person an. Ja, so. klar. Deswegen müsst ihr das einfach probieren. Klassisch Pendler halt. Genau, Pendler. Und wie gesagt, bei Youth, Property Finder, wenn ihr euch da umgucken wollt nach Preisen, das sind eure besten Freunde. Und ansonsten, wenn ihr auswandert, helfen wir euch auch natürlich gerne dabei und stehen euch da mit Rat und Tat. Genau, das ist auch das, was wir wirklich auch mit unseren Kunden machen, also mit Kunden, die sozusagen wirklich schon unsere Kunden sind. Ja, dass wenn zum Beispiel jetzt im April habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Familien, die herkommen. Und da geben wir natürlich Ratschläge, sagen, wo sie hingehen sollen. Und das empfehlen wir euch auch. Also, wenn ihr auswandern wollt, gerne ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Abonniert bitte weiter diesen Kanal. Kommentiert, liked und folgt uns auf Instagram, weil da habt ihr dann auch wirklich immer wieder Live-Updates, Behind the Scenes, Daily Business und so weiter. Ich fahre zum Beispiel heute nach Sharjah. Also, wenn ihr
Wenn ihr es seht, bin ich wahrscheinlich nicht mehr in Charge. Aber fürs nächste Mal, Fürs nächste Mal. dann könnt ihr auch ein paar Einblicke aus Charge haben. In diesem Sinne, danke. Fürs Zuschauen. Unser Webinar. Am 6. April kostenlos dabei sein. Kinder in Dubai, der komplette Zyklus eines. Eigentlich genau passend zu dem Video. In diesem Sinne. Tschüss.